Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 911 Things to Repair. Martha bekommt heute neue künstliche Gelenke, die alte Dame. Und zwar kriegt sie neue Radlager hinten. Die sind kaputt. Woran erkennt man das? Entweder wenn es schon richtig dicke Lärm macht, wenn das vibriert und das ganze Auto rumort, dann, also wenn man im Leerlauf ist, das Auto rollen lässt und es macht brrr, dann weiß man, irgendwas stimmt nicht so richtig. Oder man merkt es auch daran, wenn man jetzt hier zieht. Hört ihr das? Sitzt nicht mehr richtig drin. Also weg mit diesem Radlager und neu rein. Das ist unsere heutige Aufgabe. Dafür erstmal die Räder runter. Und erstmal das Auto aufbocken. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie hat Porsche da nicht dran gedacht, dass man die Karre irgendwie auch mal aufbocken muss. Habt ihr da eine Idee? Ich mache es jetzt so, dass wir da immer hinten eine Quertraverse reinmachen und auf den Stabi setzen. Oder wenn ich nur an die Hinterachse muss, unter den Motor und Wagenheber und dann mit zwei Böcken das Ganze an den Federbeinen, whatever, wie die Dinger heißen, ablassen. Dann hat man einen freien Zugang zum Motor von unten oder halt eben zur Hinterachse, zu den Rädern. Ja, habt ihr irgendwelche Tipps? Ich habe echt keine Ahnung, wie man es besser machen kann. Jetzt aber erstmal Räder runter und dann gucken wir uns mal, schauen wir mal, wie wir die alten Radlager da rauskriegen. Los geht's. Runter mit den Kaliossis. Upsa. So sieht es aus. Und jetzt brauchen wir mal Erik, der muss mir sagen, wie man da den ganzen Klimbim runterkriegt. Die Bremse abbauen. Ja. Wirklich. Und am besten wahrscheinlich auch die Bremsscheibe. Und dann den Splint ziehen und die Mutter abdrehen. Okay. Und dahinter ist dann das Radlager. Verstehe. Da, 2 Schrauben. Ah, okay. Ja, so 2 dicke Muttern. Und wahrscheinlich drückst du am besten aber hier die Bremsbeläge ein Stück zurück, damit die Bremse einfach runterbekommt. Wie geht das? Zurückdrücken? Nimmst du eine große Zange und drückst einfach hier zum Beispiel. Wow, okay. Und drückst sie einfach ein Stück zurück. Aha. Es klingt irgendwie nach einer krassen Operation. Also vor Bremsen habe ich echt einen Mörderrespekt. Da habe ich bisher echt immer die Finger gelassen von solchen sicherheitsrelevanten Teilen. Deshalb habe ich da jetzt echt ein bisschen Schiss. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie die Bremsbacken wegdrücken. Dann können wir da den Bremsdings, können wir die, wie nennt man das denn? Bescheuert? Bremsbacken? Bremsbacken, aber das hat einen anderen Namen. Die Bremse im Gesamten? Genau. Dann können wir die Bremse im Gesamten, fällt mir das Wort wieder ein, die Bremse im Bremssattel, das war's. Den Bremssattel können wir dann mal wegschieben, zur Seite räumen. Dann können wir die Scheibe abnehmen und dann kommen wir irgendwie an das Radlager ran. So die Mission. Ja. Bevor ich drücke. Guck mal, wie voll es ist, vielleicht brauchen wir ein Stück ab. Weil wenn du da zurückdrückst, Ja. dann drückt sie auch die Bremsflüssigkeit wieder rein. Sag mal, woher weiß ich eigentlich, ob ich eine Schraube zu oder aufdrehe? Ich vergesse. Ziehen quasi. Ich vergesse das immer. Links geht die Schraube auf. Gottes Willen. Was meinst du? Schon gar nicht mit dem Maulschlüssel. Was meinst du mit dem nicht gut? Nein, Sondern? nein, er rutscht zu leicht ab. Okay. Mit dem Sondern eher mit der Seite? Mhm. Okay. Ah, das ist einfach bockfest. Pass auf deinen Anzug auf. Ja, das ist. Ansonsten? Fix. Junge, jetzt was ist los? Ja, kein Schmalz, echt. Nicht gefrühstückt. Ja, wir haben das so festgeschraubt. Ist das normal? Ich habe schon festgestellt, dass hier bei diesem Auto alle Schrauben so furchtbar bockfest sitzen. Oh, geschafft. Oh. Puh. Kann ich jetzt den Bremsklotz-Dings da, den Sattel einfach abziehen? Hm?
Kann ich den einfach abziehen, den Sattel? Wenn ich den jetzt da gelöst habe. Einfach jetzt so abziehen. Warte. Okay. Und wo lege ich den Fragen hin? Das Schwert. Auf das Schwert, genau. Da ist die Leitung noch dran. Ja. Du kannst dir ein bisschen helfen, wenn du die Klammer von der Leitung rausziehst. Ja. Genau. Jetzt kannst du den Sattel ein Stückchen nach hinten schieben. Du kannst. Nee. Was meinst du? Nach hinten schieben? Kannst du da ablegen. Liegt der da? Ja. Ja. Uiui. Ich wusste auch nicht, dass dieses Ding so schwer ist. Damit rechnet ja keiner. Splint raus, die Mutter auf dem Schlagschrauber. Ja. Ja, die muss raus. Und dann kann man weitermachen. Kann man den so rausziehen? Das wirst du nicht hinkriegen, da wirst du eine Aber man biegt den auf quasi Ja, genau, und dann zieht man es genau. unten raus. Genau. Ah ja, verstehe. Schon gesehen, es gibt einen neuen. Das heißt, ich muss da nicht drauf Rücksicht nehmen, dass ich das nicht kaputt mache. Das ist immer eine gute Nachricht. Also ich habe natürlich gerade versucht mit der Zange hier das rauszukriegen, aber das ist, steckt trotzdem, auch wenn man sich zurechtbiegt, sehr, sehr, sehr fest da drin. Hier, da so steckte das drin. Und man kriegt es am besten raus, wenn man sich so ein Teil hier nimmt und das raushebelt, meinte gerade Till. Till ist übrigens der Sohn vom Erik, also ein Familienunternehmen, wenn man so will. Und die Schrauben sind auch nicht ohne da, diese anderen, da die Kreuzschrauben. Die Kreuzschrauben? Naja, auf der anderen Seite war ich schon kurz davor, die hohl zu drehen. Ja, das ist so. Das ist so. Da gibt es ja noch einen Schlag aufs Gewinde. Durch und durch. Und das ist halt im Endeffekt auch wie. Funktioniert theoretisch auch wie der Schlagschrauber. Ja, aber das dreht sich dann nicht, während du drauf haust, oder doch? Doch, das dreht sich Das vorne dreht sich dann dann. ein Stück. Ah, was? Das ist der Trick. Oh, geil. Da. Das ist ja ein geiles Teil. Und so. Will nicht so bei dir? Nee, ich hab's nicht so drauf. Till ist da. Na, guck mal, das ist auch wieder ausgerastet. Dann wäre das eben weiter offen, oder? So meinst du? Weiß nicht. Ja. Ja, genau, das ist es. Das ist Zauberei. Das ist irre, dass das funktioniert. Uah. Da sind sie, die zwei. Das ist das Corpus Delicti, ja. So Minischrauben kosten einen so viel Zeit. So, den Ohren zu halten, wird gleich laut. So. Leg dich hier so hin. Ja. Zack, dann hältst du von hier fest und machst zack, 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 zack. Ja. Von hier aus kannst du auch sehen, was du machst mit dem Freikratzen. Ja. Geht alles 10-mal schneller als das Von Versuchen außen von kann. hier hinten rum ins Auge. Okay. Also von hinten durchs Auge ins Herz. Ja. Danke für den Tipp. Ja, weil du gerade sagtest, oh, ich dachte, es wird eine schnelle Nummer. Ja, das ist eine schnelle Nummer. Oh, muss nur wissen, wie, okay. Ja. Ja. So. Das A und O bei Imbusschrauben ist, dass der Schlüssel richtig sitzt. Sonst dreht Ja? man Und sich dass aus. dass du die Kraftrichtung, ja, Ja. nur tatsächlich auf die Drehbewegung legst und nicht auf Hebeln. Wie meinst du das? Also bei Imbusschrauben ganz besonders musst du die Ratsche zum Beispiel vorne, den Ratschenkopf immer sehr gut führen.
Ja. Ja? Ja. Dass du nicht die Kippbewegung drin hast, Ja. die das Ding dann praktisch zum Ausweiten des Schraubenkopfes führt. Ja, ich weißt du? verstehe, was du meinst. A, kriegst du keine Kraft drauf und B, machst du dabei die Schraube kaputt. Ja. Nein. It was at this moment that he knew. He fucked up. Also, warte mal. Habe ich sie zurückgedreht. Fuck. Lass mich, komm mal da dran kurz. Ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Echt? Aha. Hammer? Hammer. So. Ja. Jetzt haben wir erstmal die Antriebsstelle hier aus dem Weg. Wann hast du denn Gucken. Hast du das hingekriegt, was ich kaputt gemacht habe? Bitte? Hast du das Das war noch nicht so schlimm. Deswegen habe ich dich da verscheucht? relativ früh verscheucht. Jetzt gehst du gerade hin, guckst dir das Ganze hier an. Ja? Und du machst es genau so. Guck mal, immer erstmal gucken, ob du das Werkzeug hinkriegst. Hier musst du extrem lange Verlängerung nehmen. Oh nein! Das ist jetzt Habe ich das jetzt gerade? Ah, nee, doch nicht. Siehst du das? Hier? Hier gegen diesen Draht. Straft mich Lügen, aber ich glaube, es ist der Gaszug. Den will ich natürlich nicht kaputt machen. so, oder aus einem 5-Minuten-Projekt ein 3-Tage-Projekt. Ja, genau. Das ist eh schon ein 3-Tage-Projekt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich hier diese blöden Antriebsachsen auch noch rausnehmen muss. Wer rechnet denn mit sowas? Warum schraubst du jetzt die Antriebswelle raus? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Vogel. Wahrscheinlich kommen wir dann leichter an das Radlager. Ja! Da ist jetzt so Schmierfeld, so Zeug drin, sowas, ne? Ja, da war mal Schmierfett drin. Das ist nur noch Schmierkohle. Da muss komplett sauber gemacht werden. Okay. Ich glaube, ich würde sagen, ich hole mal die zweite raus, dann ziehe ich mir Handschuhe an und dann mache ich das richtig sauber, oder? Ja, wir wollen aber erst Radlager machen. Die Antriebswelle war jetzt nicht unser Hauptproblem. Eigentlich nicht, ne? Genau, deswegen erstmal Radlager. Tut's dir was, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee. Keine gute Idee. Was denn? Ich habe auch keine gute Idee. Das rührt sich mal kein Millimeter. Oh, geschafft. Jetzt sind sie draußen, beide Radlager. Die neuen können rein. Müssen aber erstmal bestellt werden. Wir haben nämlich die falschen bestellt. Also ich. Bestellst immer gern falsche Sachen, ne? Das ist wie online Schuhe kaufen. Da kauft man auch immer erstmal die falschen und dann schickt man sie wieder zurück, weil sie nicht passen. So ist es mit Radlagern auch ungefähr. Eigentlich sollte es nicht so sein, aber ich bin einfach zu blöd.